Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht schon, heute wird es ein bisschen größer und ich habe sogar eine Premiere auf meinem Kanal und dazu noch mit einem brandaktuellen neuen Modell. Denn ich habe hier für euch meinen ersten Heli von Flich RC und dazu noch ein ganz besonderer, und zwar die ganz neue V2 Pro Version des Airwolf in der 500er Größe, natürlich mit GPS und als RTF-Version. Auch mein bisher größtes Modell, was ich euch hier vorstellen darf. Das Gute an der neuen V2-Version ist auch, dass wir hier den Kompass nicht mehr kalibrieren müssen und dass die Mechanik hier auch schon komplett hier im Rumpf eingebaut ist. Das war bei der V1-Version ja auch noch anders. Allerdings ist das hier noch einer der letzten Prototypen, daher kann in der finalen Version hier und da noch mal ein bisschen was anders sein, aber ich denke mal zu 95% ist das hier auch schon das finale Ergebnis. Ich habe sogar heute noch eine zweite Premiere, denn der Airwolf wurde mir zum ersten Mal zur Verfügung gestellt von Natterer Modellbau. Einige werden ihn vielleicht sogar schon kennen. Ein richtig cooler Laden aus Deutschland, der auch richtig viele Modelle und vor allem auch viele Einsteigermodelle im Programm hat. Da gibt es auch unter anderem Helis von Yuxiang, Flywing, Amevi, Pichler und. Aber dort gibt es natürlich auch nicht nur Helis, sondern auch jede Menge Flugzeuge, Fahrzeuge, Boote und alles, was ihr sonst noch für den Modellbau braucht. Schaut da auch gerne mal auf die Homepage. Den Link packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Aber heute geht es natürlich hier um den Airwolf, der im Übrigen in Deutschland und Österreich zurzeit nur exklusiv bei Natterer Modellbau erhältlich ist. Ich denke mal so ab April 26 ist er dann verfügbar. Ich würde sagen, wir starten jetzt aber auch langsam mal los mit dem Video in üblicher Reihenfolge, die ihr von mir gewohnt seid. Und am Ende sehen wir uns zu einem Fazit wieder. Aber einen habe ich noch für euch. Zu meiner heutigen Videopremiere verlose ich nochmal einen Heli an einen von euch, und zwar einen Goosky E2 GPS. Wie ihr da teilnehmen könnt und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, könnt ihr wie immer ganz unten in der Videobeschreibung lesen. Das packe ich euch mal ganz unten rein. Also guckt da unten mal rein und macht alle fleißig mit. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Let's go! Das Paket ist natürlich hier etwas größer, das kriege ich schon gar nicht mehr hier aufs Bild drauf. Deswegen gibt es jetzt hier kein klassisches Unboxing, in dem ich alles vor der Kamera auspacke. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, dass hier alles super sicher und feste verpackt ist. Und ich zeige euch jetzt einfach nach und nach, was hier alles im Karton drin ist. Fangen wir natürlich mit den ganzen Bedienungsanleitungen an. Dadurch, dass der Heli jetzt von Natterer Modellbau kommt, haben wir hier auch teilweise deutsche Bedienungsanleitungen mit dabei. Dann haben wir als nächstes den LiPo-Akku. Das ist in dem Fall hier ein 6S 4500 mAh LiPo-Akku von Flich RC. Dann haben wir zum Laden des LiPo-Akkus noch ein großes Ladegerät mit dabei, und zwar das IMAX B6 AC Dual Power. Hiermit könnt ihr dann auch noch andere Akkutypen aufladen. Eine Bedienungsanleitung liegt hier selbstverständlich auch noch mit dabei, allerdings hier auf Englisch. Dann haben wir dazu passend noch eine Tüte mit den ganzen Ladekabeln und dem Netzkabel. Wir haben hier sogar an dem Netzkabel einen EU-Schokostecker dran. Das heißt, ihr könnt sofort loslegen, den LiPo aufzuladen. Dann haben wir noch im Lieferumfang mit dabei ein Schraubendreher-Set mit 3 Imbusschlüsseln und einem Kreuzschraubendreher. Dann haben wir als nächstes in einer weiteren Tüte noch ein USB-C-Verbindungskabel für den PC, ein paar Kabelbinder, eine kleine LED, da weiß ich allerdings jetzt im Moment nicht, wofür die da ist. Dann noch ein doppelseitiges 3M-Klebeband als Ersatz, denke ich mal. Und noch das Klettklebeband für den LiPo-Akku. Dann haben wir als nächstes noch 2 Tüten mit dem ganzen Skelt-Zubehör, wie zum Beispiel der Heckfinne, die wir hier hinten noch montieren müssen, und auch die ganze Bewaffnung des Airwolf. Die montieren wir dann gleich im nächsten Schritt noch. Dann haben wir natürlich noch 2 Rotorblätter mit dabei. Die sind ebenfalls von Flich RC und haben ein halbsymmetrisches Profil und sind hier in Schwarz und Gelb gehalten. Dann haben wir als letztes noch die FlySky FSI 6 Fernsteuerung. Die zeige ich euch gleich natürlich nochmal etwas genauer. Und wir haben auch noch ein paar Kleinteile wie den Beinstecker, ein Umbauset für die Rasterung des Pitchhebels und noch ein USB auf Micro-USB Datenkabel. Und als allerletztes ist natürlich auch noch der große 500er Airwolf in der V2-Version mit dabei, und den zeige ich euch als nächstes mal etwas näher. Ja, bevor ich euch den Airwolf gleich im Kompletten einmal zeigen werde, müssen wir natürlich erst die Scale-Teile anbringen. Was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass wir die MGs hier vorne, die hier an die Seitenflügel kommen, nicht geschraubt werden, sondern dass wir die ankleben müssen. Deswegen werde ich das jetzt gar nicht alles filmen. Ich werde das jetzt erstmal ankleben und euch dann gleich das fertige Ergebnis zeigen. Die Heckfinne hier hinten, die wird aber ganz normal mit 2 Schrauben hier hinten angeschraubt. Und auch die Seitenflügelchen hier werden mit einer Schraube an die Höhenstabilisatoren angeschraubt. Das ist auch alles kein Problem. Und auch der Raketenwerfer, der wird unten drunter unter den Rumpf mit 2 Schrauben einfach angeschraubt. Nur die MGs und die Seitenteile hier, die müssen wir einmal ankleben. Das werde ich jetzt erstmal machen und dann zeige ich euch gleich das fertige Ergebnis. Hier haben wir jetzt mal den Airwolf mit den angeklebten MGs und Seitenteilen. Das war eigentlich kein allzu großes Problem. Man muss sich nur überlegen, wie man die Sachen beim Zusammenkleben dann irgendwie abstützt. Ich habe jetzt auch zuerst den einzelnen Abstandshalter jeweils an ein Seitenteil geklebt und dann, wie man hier auf den Fotos sehen kann, die MGs mit jede Menge Stützen abgestützt und angeklebt. Ich habe dazu jetzt einfach Uhu Plus Schnellfest verwendet. Das hat eine ungefähre erste Trocknungszeit von 5 Minuten und hält auf jeden Fall bombenfest. Ihr könnt natürlich aber auch Sekundenkleber oder ähnliches nehmen.
Damit ist der Airwolf jetzt komplett und wir haben ihn noch einmal hier komplett mit montierten Rotorblättern vor uns stehen. Die 500er Klasse ist schon um einiges größer als zum Beispiel der Airwolf von Flywing und ist auch durch die ganzen Details, wie zum Beispiel eben die MGs an den Seiten und natürlich auch das Einziehfahrwerk, optisch nochmal eine Ecke cooler. Etwas schade bei den ganzen Airwolfs, die es so zu kaufen gibt, finde ich, dass die immer glänzend schwarz-weiß lackiert sind, obwohl der originale Airwolf ja eigentlich gar nicht schwarz-weiß ist und auch nicht wirklich glänzend. Da verstehe ich die Hersteller manchmal nicht, warum die das nicht direkt richtig machen. Das kann ja preislich eigentlich gar keinen großen Unterschied machen. Aber auch jetzt hier in dem harten Schwarz-Weiß gefällt der Airwolf mir trotzdem sehr gut. Die Lackierung ist auch sehr gut gemacht und auch die Übergänge zwischen Schwarz und Weiß sind sehr sauber lackiert. Der gesamte Rumpf besteht aus GFK und bis auf hier vorne die zwei kleinen Holzspanten haben wir hier erstaunlicherweise auch keine Spanten verbaut. Aber es macht trotzdem alles einen sehr stabilen Eindruck. Wir haben hier auf dem Rumpf auch ein paar Nieten. Auch wenn es jetzt nicht so viele sind wie bei den anderen Modellen, finde ich das optisch wieder ganz schick. Ansonsten haben wir hier nicht ganz so viele feine Details und Stöße angedeutet, sondern eher einen glatten Rumpf. Aber der typische Airwolf-Hobel hier vorne an der Nase darf natürlich nicht fehlen. Und hier oben am Turbinendom haben wir noch richtige Gitter eingeklebt, was ich auch richtig cool finde. Auch die Auspuffrohre hier oben sind nicht nur schwarz lackiert, sondern haben eine angedeutete Rußbildung. Anders hier unten bei den Schubturbinen, da sind die Auslässe komplett schwarz lackiert. Was ich bei diesem Airwolf jetzt wirklich gut finde, dass wir hier auch jetzt wie eben montiert die Bewaffnung dran haben, wie hier die MGs an den Seiten und auch hier unter dem Rumpf die Raketenwerfer. Ich finde, das gehört einfach zu einem Airwolf dazu. Das könnte man jetzt farblich aber noch ein bisschen anpassen. Die sind ja leider hier nur komplett schwarz. Was hier natürlich richtig cool ist, dass wir hier ein Einziehfahrwerk eingebaut haben. Das federt auch richtig cool ein, wenn der Airwolf aussetzt und besteht komplett aus Aluminium und die Räder aus Schaumgummi. Ich finde, so ein Einziehfahrwerk gehört einfach zu einem Airwolf-Modell dazu. Wie das Fahrwerk funktioniert, zeige ich euch gleich aber nochmal in den Funktionen. Eine Beleuchtung haben wir hier Gott sei Dank auch verbaut, und zwar vorne einen weißen Landescheinwerfer, der hoffentlich später dann auch dauerhaft leuchtet. Links und rechts die beiden Positionsbeleuchtungen. Hinten unter dem Heckausleger haben wir noch eine LED und hier oben am Dom haben wir noch eine Status-LED. Und was auch noch cool ist, wir haben hier in den Schubturbinenauslässen jeweils noch eine hellrot leuchtende LED verbaut. Die Scheiben am Airwolf sind hier klar ausgeführt, sodass man wieder auf die Mechanik und den Akku gucken kann. Hier würde sich auch wieder anbieten, vorne noch ein leichtes Cockpit einzubauen. Was auch ganz cool ist, dass wir hier vorne die beiden Cockpit-Türen öffnen können. Dazu müssen wir einfach nur den Türgriff verdrehen und dann kann man die Türen aufmachen, die dann sogar auch noch aufbleiben und nicht von alleine wieder zufallen. Die müssen wir dann zum Beispiel auch öffnen, um die Haube abzunehmen, denn die ist nur auf dem Rumpf mit ihrem Rahmen geklemmt. Das ist für meinen Geschmack ein bisschen fummelig, wenn man hier unter die Türen greifen muss, um die Haube dann abzuhebeln. Dabei muss man natürlich aufpassen, dass man sich die Türe nicht kaputt macht. Aber ich denke mal, mit ein bisschen Übung wird das auf Dauer auch gut funktionieren. Das Schöne an der Lösung ist natürlich, dass wir von außen keinerlei Verschlüsse sehen können. Hier sieht man dann auch als erstes die Mechanik des Einziehfahrwerks und den großen weißen Stecker für die Scale-Beleuchtung. Hier müssen wir dann mit der richtigen Polung den Balancerstecker des Akku einstecken, dann geht die Beleuchtung an. Wir können also nicht die Beleuchtung über einen Schalter an der Fernsteuerung ein- und ausschalten. Hier vorne auf der Akkuschiene wird dann der Akku platziert und mit dem Lipo-Strap gesichert. Zum Anbringen der Haube muss man die Haube im Grunde einfach nur erst hier oben aufsetzen und dann vorne an der Nase runterdrücken, bis alles einrastet. Denn es gibt hier an der Haube so kleine Nasen, die sich dann am Rumpf einhaken. Wenn die Haube dann montiert ist, muss man noch kontrollieren, ob der Abschluss überall gleich ist. Dann ist die Haube auch richtig montiert und ich hoffe, dass das dann auf Dauer auch gut funktioniert. Der Airwolf hat einen Rotorkreis von ca. 980 mm, eine Länge von ebenfalls 980 mm und ein Abfluggewicht von ca. 2,9 Kilogramm. Der Grundrahmen der Mechanik besteht hier aus 2 mm starken Carbonplatten in Verbindung mit Aluminiumverbindern, die das Ganze zu einer sehr steifen Konstruktion machen. Die gesamte Mechanik ist bei der V2-Version mit nur 2 Schrauben hier vorne unten am Rumpf befestigt und hinten ist sie wie bei den Flywing-Modellen nur noch eingeschoben. Das heißt, man braucht nicht mehr wie bei der ersten Version die 2 Schrauben unter dem Rumpf lösen, um die Mechanik herausziehen zu können. Hier oben sind zwar noch links und rechts 2 Abstandshalter, die sind aber komischerweise bei mir gar nicht mit der Mechanik verbunden. Aber das kann auch daran liegen, dass es hier noch ein Prototyp ist. Da würde ich sagen, sollte man auf jeden Fall noch die Verbindung herstellen. Angetrieben wird der Airwolf natürlich über einen Brushless-Motor in Verbindung mit einer gerade verzahnten Ritzel-Zahnradverbindung. Und der Heckrotor wird hier wieder über einen separaten Brushless-Motor, der hier hinten am Heckausleger befestigt ist, angetrieben. Am Heckmotor haben wir dann an einem Abstandshalter einen Zweiblatt-Klapp-Heckrotor befestigt. Der ist hier ebenfalls in schwarz gehalten und hat an den Blattspitzen kleine orange Details angebracht und sitzt erfreulicherweise auch auf der richtigen linken Seite in Flugrichtung. Der Hauptrotorantriebsstrang besteht bei dieser Größe natürlich komplett aus Aluminium. Sowohl die Taumelscheibe als auch der komplette Rotorkopf und natürlich auch die Hauptrotorwelle, die hier beim Airwolf zweifach gelagert ist. Und wir haben, wie man sehen kann, als Blattanlenkung eine DFC-Anlenkung verbaut.
Angesteuert wird die Taumelscheibe natürlich auch wieder klassisch über 3 Servos in 120 Grad Anordnung. Als Flugsteuerung haben wir in der neuen V2-Version diesmal hier hinten kein H1-Modul mehr, sondern den FlischRC L7 Flight Controller in Verbindung mit einem GPS-Modul. Hier auf der Seite der Mechanik haben wir dann dazu noch das USB-C-Modul, um das Ganze am PC anzuschließen. Als Motorregler für den Hauptantrieb kommt hier ein FlischRC 85 Ampere ESC zum Einsatz und für den Heckantrieb ein separater 45 Ampere ESC. Im Inneren des Rahmens befindet sich dann noch das BEC von Hobbywing. Und als Empfänger haben wir hier einen FlySky FSI A6B 6-Kanal-Empfänger eingebaut. Hier sind jetzt schon vom Werk aus die Antennen 180 Grad zueinander verlegt worden. Ich würde da aber empfehlen, die eventuell auch im 90 Grad Winkel anzuordnen, da man so noch eine bessere Abstrahlwirkung hat. Alles in allem macht die Mechanik auch einen sehr guten und aufgeräumten Eindruck und hier ist auch alles schön sauber verlegt und gesichert worden. Auch die Kabel, die hier im Rumpf verlegt wurden, sind hier vernünftig verlegt und mit Kleber fixiert worden. Einzig das Beleuchtungskabel fliegt hier etwas verloren rum. Was sich auf jeden Fall auch empfiehlt ist, wenn ihr die Mechanik schon einmal ausgebaut habt, dass ihr einmal auch die ganzen Schrauben kontrolliert. Einfach mit einem Schraubendreher mal in die Schrauben gehen, leicht drehen, gucken, ob die fest sind und wenn alle fest sitzen, dann ist okay. Dann ist auch sichergestellt, dass mit der Mechanik alles in Ordnung ist. Und was man bei der Größe auch einmal machen könnte, ist die Rotorblätter auszumessen. Das heißt einmal den Schwerpunkt und das Gewicht nachmessen, ob das gleich ist, damit im Flug keine Vibrationen entstehen. Das macht man natürlich idealerweise mit einer Rotorblattwaage, die kann man natürlich kaufen. Aber ich denke mal, dass die meisten Anfänger so eine Rotorblattwaage nicht zu Hause haben. Deswegen gibt es auch eine vereinfachte Methode. Dazu nimmt man sich dann ein Rotorblatt und am besten einen runden Stift oder eine runde Stange. Da kann man dann das Rotorblatt im 90 Grad Winkel dazu drauflegen. Dann dreht man so lange mit dem Stift oder der Stange, bis das Rotorblatt umschlägt. Dann noch mal ein bisschen feinjustieren, bis das ungefähr in der Waage ist. Dann hält man das und macht dann mit einem Stift eine kleine Markierung an der Stelle, wo der Schwerpunkt dann ist. Das macht man dann auch mit dem anderen Rotorblatt und dann legt man die Rotorblätter gegeneinander und vergleicht dann den Schwerpunkt. Das sieht man jetzt hier nicht, aber der ist hier genau an der gleichen Stelle. Das heißt, der Schwerpunkt stimmt schon mal. Dann müssen wir die Rotorblätter noch einmal mit der Waage ausmessen und wenn die das gleiche Gewicht haben jeweils, dann passt das auf jeden Fall und ihr bekommt durch die Rotorblätter keine Vibrationen in das System. Wenn ihr die Mechanik zu Wartungszwecken ausbauen möchtet, müsst ihr, wie schon gesagt, nur hier vorne die beiden Schrauben entfernen, weil die Mechanik hinten nicht mehr verschraubt ist, sondern einfach nur eingesteckt ist. Als ersten Schritt lösen wir hier oben aber mal die beiden Abstandshalter und vielleicht später auch Verbinder. Die können wir einfach mit einem kleinen Maulschlüssel oder einer Zange festhalten und mit einem Schraubendreher die Schrauben auf beiden Seiten lösen. Diese sind nämlich nur hier mit einer Schraube am Rumpf angeschraubt und haben hier auch noch so eine kleine Gummiunterlegscheibe. Dann müssen wir als nächstes vorne die beiden Schrauben links und rechts einmal rausschrauben. Wenn das erledigt wurde, können wir anfangen, die Mechanik vorsichtig nach vorne herauszuziehen. Hier oben muss man dann auch den Rumpf etwas auseinanderdrücken, um mit dem Gestänge daran vorbeizukommen. Und man muss darauf achten, dass sich das Heckmotorkabel nicht mit dem Gestänge des Einziehfahrwerks verheddert. Ansonsten kann man auch mit dem Schraubendreher das Kabel in die richtige Position schieben. Und dann kann man die Mechanik noch ein gutes Stück weiter rausziehen, aber nicht ganz rausziehen, denn es hängen noch ein paar Kabel dran. Und zwar hier oben im L7 steckt das Kabel von der Status-LED. Und im Empfänger steckt noch das Kabel für das Einziehfahrwerk, das müssen wir ebenfalls entfernen. Und als letztes natürlich noch den Stecker vom Heckmotorkabel lösen. Wenn wir dann diese 3 Verbindungen gelöst haben, können wir die Mechanik komplett herausziehen und entnehmen. Wir haben auch hier beim FlischRC Airwolf eine FlySky FSI 6S mit dabei. Das ist auch die gleiche, wie ihr die schon von den Flywing Helis her kennt, nur dass wir hier eine etwas andere Schalterbelegung haben. Daher denke ich mal, muss ich jetzt nicht bis ins kleinste Detail die Fernsteuerung beschreiben. Aber sie besteht natürlich weiterhin aus Kunststoff. Auch die Knüppelaggregate sind hier aus Kunststoff. Aber die Knüppel selbst sind aus Aluminium und lassen sich auch etwas in der Höhe verstellen. Zum Einschalten der Fernsteuerung gibt es hier 2 Knöpfe. Die muss man für ungefähr 1-2 Sekunden gleichzeitig drücken. Dann geht die Fernsteuerung an und genauso geht sie dann auch wieder aus. Es gibt ein kleines Touch-Display und über das Menü könnt ihr theoretisch auch noch einige Einstellungen tätigen, wie bei den üblichen Fernsteuerungen auch. Aber hier sollte man jetzt erstmal nichts einstellen, um auch nicht irgendwas zu verstellen. Denn diese Fernsteuerung ist ja schon auf die FlischRC-Modelle komplett abgestimmt und eingestellt. Außer ihr möchtet den Steuermod umstellen, das kann man dann auch hier in dem Menü machen. Und zwar in alle 4 Steuermodi. Hier an der Öse könnt ihr noch einen Nackengurt anhängen, wenn ihr sowas benutzt. Dann haben wir hier oben wieder die 4 Schalter. Mit dem Schalter ganz rechts können wir die Coming-Home-Funktion aktivieren, indem wir den Schalter auf Home stellen. Dann kommt der Heli, wie man es schon von anderen Helis kennt, von selber wieder zurück auf den vorher gespeicherten Startpunkt. Das macht er hier natürlich auch automatisch, wenn der Akku am Heli zu Neige geht. Das aber nur, wenn ihr im GPS-Modus seid. Das kann man dann hier über den zweiten Schalter einstellen. Hier können wir in der oberen Stellung in den GPS-Modus schalten.
Hierbei hat der Heli dann die volle Unterstützung mit GPS und fliegt sich dann schon eher wie eine Drohne. In der Mittelstellung schalten wir den Heli in den ATT-Modus. Hier wird dann nur noch die Höhe gehalten, aber ohne die GPS-Unterstützung. Stabilisiert ist der Heli aber weiterhin. Und im 6G-Modus sind dann alle Unterstützungen ausgeschaltet und ihr könnt komplett frei fliegen, was ich aber nur empfehle, wenn ihr das auch wirklich beherrscht. Auf der linken Seite haben wir dann noch den Fahrwerksschalter, sofern das Modell ein Einziehfahrwerk hat, wie zum Beispiel der Airwolf. Hier kann man dann in der vorderen Stellung das Fahrwerk ausfahren und in der ganz hinteren Stellung das Fahrwerk wieder einfahren. Und ganz links haben wir noch den Motorausschalter. Hiermit können wir den Motor starten und stoppen. Ein bisschen aufpassen muss man hier bei den beiden linken Schaltern, damit ihr nicht beim Verstellen des Einziehfahrwerks versehentlich den Motor ausschaltet, denn das könnte dann böse enden. Hierfür gäbe es aber eine schnelle und einigermaßen sichere Lösung. Da habe ich jetzt in einer Facebook-Gruppe jemanden gesehen, der zum Beispiel diesen Sicherheitsbügel erstellt hat. Den habe ich mir jetzt auch mal gedruckt. Der wird hier einfach nur mit doppelseitigem Klebeband oben drauf geklebt und das klappt auch soweit ganz gut. Zumindest kommt man so nicht versehentlich an den kurzen Schalter. Allerdings kommt man so auch nicht mehr schnell an den Schalter, falls man den Motor mal schnell ausschalten muss. Also da muss man dann mal schauen, ob es da vielleicht noch eine praktischere Lösung gibt. Oder man muss halt immer aufpassen beim Schalten des Fahrwerks. Die ganze Belegung der Schalter ist erfreulicherweise auch hier mit den Aufklebern nochmal gekennzeichnet. Die beiden Schulterpotis und die zwei Taster hier auf der Rückseite haben auch hier wieder keine Funktion. Hier oben haben wir noch einen Griff aus Aluminium und betrieben wird die Fernsteuerung wie immer mit 4 AA-Batterien, die hier unten in das Akkufach reinkommen. Zum Starten des Helis müssen wir natürlich als allererstes die Fernsteuerung einschalten und darauf achten, dass alle Schalter in der obersten Stellung sind. Ansonsten ertönt wie hier ein Warnton. Danach verbinden wir erst den Heli mit dem Akku. Dann gibt es ein paar Piepsignale und die Taumelscheibe fängt an sich zu initialisieren. Dabei sollte der Heli dann auch gerade und ruhig auf dem Boden stehen. Dann fängt die Status-LED an zu flashen, bis ein weiteres Signal ertönt und die Status-LED fängt langsam an grün zu blinken. Das bedeutet dann, wir haben ausreichend GPS-Signal. Wenn man noch etwas länger wartet und die Status-LED dann schnell grün blinkt, haben wir noch ein besseres GPS-Signal. Zum Aktivieren der Motore müssen wir zum Beispiel bei Mode 2 den linken Stick nach rechts unten drücken, bis die Status-LED dauerhaft grün blinkt und ein Summton ertönt. Danach können wir erst die Motore anschalten, indem wir den linken Schalter auf Run stellen.
doch mal über meinen Kopf. Kommen wir am Ende wie immer zu einem Fazit. Optisch finde ich den Airwolf jetzt ganz schick, auch mit den paar Nieten, die wir hier drauf haben. Die Form gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Auch, dass man die Türen öffnen kann, finde ich wirklich sehr cool. Und das Nonplusultra ist natürlich das Einziehfahrwerk. Etwas schade finde ich, wie eben schon mal gesagt, dass die Farbe immer nur schwarz-weiß ist bei den ganzen Modell Airwolfs und nicht wie beim Original eher anthrazitgrau und etwas dunkelweiß. Und dann ist der Original ja auch eher etwas matter und nicht so glänzend. Das finde ich eigentlich, sieht ein bisschen cooler aus. Aber okay, es ist jetzt hier, wie es ist. Man könnte ihn vielleicht auch mal etwas umlackieren. Oder was meint ihr dazu? Sollte man das vielleicht mal tun? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Aber Optik ist ja bekanntlich nicht alles. Die kann man ja wie gesagt ändern. Auf die inneren Werte kommt es ja oftmals an. Und da muss ich sagen, gefällt der Flieg-LC Airwolf mir wirklich richtig, richtig gut. Fliegerisch ist er schon ganz anders wie zum Beispiel der Airwolf von Flywing. Nicht nur wegen der Größe, sondern auch vom Flugverhalten. Die Flywing-Helis fliegen wirklich gut, keine Frage. Aber dieser Airwolf hier, der fliegt im GPS-Modus noch viel smoother und weicher. Im Flug hat man fast gar nicht das Gefühl, als würde man im GPS-Modus fliegen, weil er nicht so stark einrastet wie die anderen GPS-Helis. Das ist vielleicht am Anfang etwas ungewohnt, aber dann fühlt es sich wirklich richtig, richtig gut an. Und stabil fliegt er ja sowieso dank des L7 Flight Controllers. Auch im ATT-Modus fliegt der Airwolf wirklich super und noch etwas agiler als im GPS-Modus, hat aber trotzdem natürlich noch die Stabilisierung, nur halt keine Positionsstabilität mehr. Wenn man alle Sticks zum Beispiel loslassen würde, da driftet der dann etwas weiter, je nach Wind, hält aber trotzdem noch automatisch die Höhe. Den 6G-Modus habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert, da ich das Fliegen im komplett freien Modus mit Feder auf dem Pitchknüppel überhaupt nicht gut finde. Dazu muss man dann besser den Sender erstmal umbauen und mit einer Rasterung auf dem Pitchknüppel ausstatten. Das ist eigentlich auch ganz schnell gemacht und das Umbauset liegt ja auch hier bei dem Set dabei. Aber zusätzlich bin ich auch überhaupt nicht mehr in der Übung, da ich in den letzten Jahren nur noch die stabilisierten Helis geflogen bin, dass ich mir das Dilemma lieber erstmal sparen wollte. Wenn sich das aber genügend in den Kommentaren wünschen von euch, mache ich eventuell nochmal ein extra Video dazu. Was auch eine wichtige Information ist, dass man unbedingt dran denken muss, das Fahrwerk vor der Landung wieder auszufahren. Gerade wenn man auch den Raketenwerfer unten drunter montiert hat, wird das ohne Fahrwerk keine gute Landung und es droht der Heli umzukippen. Da müsst ihr vor allem auch bei der Return-to-Home-Funktion aufpassen, denn da fährt das Fahrwerk auch nicht automatisch vor der Landung wieder aus, was natürlich eine super Sache gewesen wäre. Das Fluggeräusch ist hier beim Airwolf auch richtig gut, wie ich finde. Allein durch die Größe haben wir schon ein schönes Rotorblattknattern. Dadurch ist der Heckrotor auch nicht mehr so stark zu hören, wie zum Beispiel bei kleineren Modellen.
Die Beleuchtung allerdings hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Die ist eigentlich viel zu dunkel und auch der kleine Landescheinwerfer ist ja nur eine LED. Und dazu hat sie im Flug auch einfach weiter geblinkt, was jetzt nicht wirklich Scale aussieht. Aber man sieht es bei Tag ja eigentlich sowieso nicht. Da hätte man durchaus auch viel hellere LEDs verbauen können. Dann am Ende noch zwei kleine Informationen. Ihr habt euch vielleicht schon gewundert, dass ich gar keine Software gezeigt habe, aber das liegt daran, dass man hier bei dem Airwolf auch nichts einstellen sollte. Der fliegt vom Werk aus normalerweise schon perfekt und kalibriert ist er ja auch schon. Das sollte man in diesem Fall auch nicht wirklich machen. Gerade auch wenn ihr bei Natterer Modellbau bestellt, sollte das alles wunderbar passen. Und noch kurz zur Situation mit der Befestigung hier vorne oben am Rumpf, die bei mir ja lose war. Das hat sich im Laufe der Videoproduktion geklärt, dass das in der finalen Version natürlich alles komplett miteinander verschraubt ist. Das heißt, hier ist der Rumpf auch nochmal vernünftig mit der Mechanik fixiert. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Im Großen und Ganzen ist das ein wirklich sehr, sehr cooler Heli, der sehr gute Flugeigenschaften hat und auch ein tolles Flugbild abgibt. Den Link zum Heli, den es ja wie eben schon gesagt zurzeit nur in Deutschland und Österreich exklusiv bei Natterer Modellbau gibt, packe ich euch selbstverständlich unten in die Videobeschreibung rein. Natürlich ist der Heli jetzt auch nicht ganz günstig. Ob es euch das wert ist, muss natürlich jeder selber wissen. Aber wir reden ja hier von einem Heli in der 500er Klasse. Die sind halt nun mal teurer auch als die kleineren Helis. Ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie da eure Meinung zu ist. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, Abo und Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und macht vor allem alle fleißig mit bei der Verlosung. Alle Informationen stehen wieder ganz unten in der Videobeschreibung. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.